Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr seht eine neue Folge vom Rap Talk. Ich befinde mich heute in den Red Bull Music Studios in Berlin und habe die große Ehre, eines der beeindruckendsten und vielversprechendsten Duos des deutschen Rap zu interviewen. Die Rede ist von Young Cover und Küçük Efendi. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Freut uns. Super, super. Vielen Dank auch für die nette Anmoderation, lieber Jan. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Sehr schön, das freut mich. Ich würde gerne zu Beginn des Gesprächs ein bisschen über eure letzte Veröffentlichung sprechen, nämlich über Dickicht. Wie blickt ihr auf die Veröffentlichung zurück? Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit Dickicht. Dickicht war vom Arbeitsprozess her eigentlich so, wie U-Boot auch war. Und ja, wir konnten am Ende sogar charten, was uns kein besonderes Anliegen ist, aber hat geklappt. Und an der Stelle vielen Dank an unsere Passengers und Supporter. Und ja, von der Rezeption sind wir vollauf zufrieden. Jetzt sagst du, ihr wart zufrieden damit, gleichzeitig aber auch ein Dankeschön an die Passenger. Da würde mich dann interessieren, denkt man das schon auch mit, wie das angenommen wird von den Leuten? Also, oder bekommt man danach mit, was die einem schreiben, wenn die in Kontakt treten mit einem, was ihnen die Musik gegeben hat? Ist euch das wichtig, was die Leute darüber denken? Also was wir machen und von Anfang an gemacht haben, haben wir bewusst, oder es war uns bewusst, dass es nichts ist, was kalkulierbar ist und grundsätzlich schon mal polarisiert. Und so haben wir auch angefangen und uns was das angeht, auch nie geändert. Daher kommen wir nicht in die Situation, eher sozusagen den Endkonsumenten im Kopf zu haben, wenn wir Musik machen. Es freut uns trotzdem natürlich sehr. Aber wir gehen die Musik halt nicht so an. Also wir denken nicht an den Endverbraucher oder so. Es ist schon viel wichtiger, was für ein Gefühl wir beim Musizieren haben und was für ein Gefühl wir durch die Musik rüberbringen im Endeffekt. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist schwierig zu sagen. Also wir halten nicht unbedingt so viel davon, allgemein das, was man macht im künstlerischen Bereich, irgendwie beschreiben zu wollen oder auch beschreiben zu müssen. Daher soll die Musik so aufgefasst werden, wie sie aufgefasst wird. Da gibt es jetzt auch kein klares Schema. Ich höre das beim Party machen oder ich höre das wenn ich allein zu Hause bin oder irgendwelche besonderen Nischen, die wir probieren zu treffen oder eine besondere Zielgruppe, die wir probieren zu treffen, sondern wir wissen, dass wir einen sehr guten und loyalen Support haben, der relativ bedingungslos erstmal ist und ja, ob am Ende das in bestimmten Gefühlslagen oder bestimmte Gefühlslagen ansprechen soll, das ist sozusagen die falsche Seite, an die wir sozusagen nicht denken. Also wir haben schon unsere Gefühlslagen dabei und wir achten jetzt auch nicht darauf, nur Musik zu machen, wenn wir fröhlich sind oder wenn wir Party machen oder wenn wir hier sind oder dort sind. Aber welches Gefühl das auslöst beim Hörer am Ende des Tages, darauf legen wir keinen Fokus und haben keinen großen Einfluss darauf. Wovon lasst ihr euch musikalisch denn inspirieren? Kann man allgemein, glaube ich, nicht beantworten. Also es gibt Künstler, die wir feiern, es gibt Musiker, die wir feiern, aller Musikrichtungen. Aber dass es da so die eine Inspirationsquelle gibt, das ist bei uns, denke ich, nicht der Fall. Und das hört man, denke ich, auch raus. Das ist vielen Leuten, denke ich, bewusst. Unsere Musik dient viel mehr als Inspirationsquelle für andere Menschen. Das ist mir auch aufgefallen. Also man kann die Sachen, sagen wir mal, auf einem sehr oberflächlichen Level hören und sich einfach gut dabei fühlen, vielleicht auch traurig dabei fühlen. Es gibt ja durchaus auch Songs, die ein bisschen ins Innere gehen, aber man kann auch sehr tief da reingehen. Eine Sache, die mir auf Dickicht aufgefallen ist, der Titel legt es wahrscheinlich auch ein bisschen nahe, sind eben diese unglaublich vielen Tiergeräusche, die man auf den verschiedenen Songs hört. Was war die Idee dahinter, sozusagen auf jedem Song von einem Hahn über einen Elefanten bis hin zu den titelgebenden Hyänen eben solche Soundeffekte einzubauen?
Ja, also wir sind im Dickicht gewesen und in allen möglichen entsprechenden Situationen. Und daher war es unvermeidbar, die stimmungsgebenden Geräusche da mit aufzufangen und einzubauen. Mir ist beim Hören tatsächlich aufgefallen, dass ich bei vielen Parts sehr deutlich hinhören musste, weil ich sie nicht auf den ersten Blick verstanden habe oder aufs erste Hinhören. Ist es durchaus auch gewollt, dass man genauer hinhört, sich intensiver damit auseinandersetzt, was ihr da sagt? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir was machen, dann hat es meistens irgendeinen Hintergedanken. Passiert nicht so ohne Grund. Okay, so nehme ich an, ist es auch mit den Autotune-Stimmen, die ja sehr hoch sind, also diese Kopfstimmen, die ihr da benutzt. Gab es dafür eine Inspiration oder könnt ihr mal erklären, wie ihr darauf gekommen seid, auf dieses stilistische Mittel? Also die Kopfstimmen, die benutzen wir schon sehr lange, seit 5 Jahren ungefähr. Und Inspiration gibt es dafür nicht wirklich, also keine benennbare musikalische Inspiration oder so, die uns dazu irgendwie gebracht hat. Und ja, warum wir die benutzen? Also weil wir es cool finden. So. Das ist ja schon auch was danach von Rappern im deutschsprachigen Bereich aufgenommen und wiederverwendet worden ist. Zum Beispiel von Summer Jam, der euch sehr gut fand, beziehungsweise UFO war dann derjenige, der das auch auf einem Track mit Ezhel zusammen gemacht hat. Wie blickt ihr darauf zurück, auf diese Art von Hommage, Wertschätzung seitens der Rap-Szene? Das finden wir cool. Wir finden die Künstler cool. Zu Summer Jam haben wir auch die Verbindung durch seine Reaction damals. Deshalb ist es alles cool und wir feiern die Jungs. Viele Grüße auch an der Stelle. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Gringo? Die kamen über die Jungs, über Gringo und Hassan K. Und besonders liebe Grüße an der Stelle an Gringo und Hassan K. Und genau, das kam über SLS zustande. Es gibt auf einem Song auf dem Album auch eine Zeile, die an Haftbefehl angelehnt ist. Ich glaube, wenn man weiter sucht, gibt es auch noch ein paar andere Zitate und Anlehnungen an Rap-Texte von deutschen Rappern. Was für ein Verhältnis habt ihr zur deutschen Rap-Szene? Also die deutsche Rap-Szene oder einzelne Künstler finden euch offensichtlich gut und mögen, was ihr da macht, so sehr, dass sie sich davon auch inspirieren lassen. Aber andersrum, wie blickt ihr in Gänze auf die Szene? Du hast gerade schon gesagt, es ist gut, dass die Szene sich entwickelt. Aber wie schaut ihr auf deutschen Rap im Jahr 2020? Also wir finden alles eigentlich hocherfreulich, was im deutschen Rap gerade passiert. Und ich meine, man muss halt sehen, dass Rap jetzt Mainstream ist. Und dass gewisse Dinge besser funktionieren als andere Dinge. Und dass es natürlich auch für viele Leute wirtschaftliche Anreize gibt, ihre Musik dementsprechend auszurichten an der Wirtschaftlichkeit. Ja, dementsprechend gibt es vieles Innovatives, vieles, was wir auch selber voll feiern. Und trotzdem kann so eine Musiklandschaft nicht so funktionieren, dass für jemanden, der sich besonders mit dem Thema auseinandersetzt oder sich des Themas besonders erfreut, da mit allem zufrieden ist. Das ist aber auch vollkommen normal, weil was vor 15 Jahren Blümchen war, ist jetzt halt der größte Rapper. Und die Masse an Konsumenten erwartet halt etwas, was jetzt Rap ist, als Mainstream, wo man natürlich nicht alles künstlerisch jetzt so toll findet, aber das liegt halt im Wandel des ganzen Genres hin zum Mainstream. Auf Schachmatt heißt es verlorene Seelen in den Playlists. Jetzt habt ihr gerade gesagt, Kunst sollte man nicht erklären, aber wollt ihr es vielleicht doch tun an der Stelle? Was ist damit gemeint? Ja, kein Kommentar. Ja, ziemlich eindeutig. Oder erklär du uns, wie verstehst du das?
Naja, also ich habe im Grunde das, was ihr gerade gesagt habt. Ne? Also die Musik wird sehr wirtschaftlich gedacht an vielen Stellen und das mag sich vielleicht in Zahlen widerspiegeln, in Erfolgen, in Platin- und Goldschallplatten, aber gleichzeitig auch darin, dass halt eben die Musik irgendwie inhaltsleerer wird, plakativer, mehr nach Schema F funktioniert und darunter leidet, glaube ich, der künstlerische Anspruch. Einfach, ja. Das sehe ich bei euch auf jeden Fall ganz anders. Wo seht ihr euch selbst denn in dieser Szene? Seht ihr euch überhaupt als Teil davon? Doch, wir sehen uns schon als Teil der Szene. Und wir, wie gesagt, wir feiern die Szene auch. Und da gibt es eigentlich nichts, wie wir eben schon gesagt haben, also eigentlich die Tendenzen und die Vielfalt und die neue Generation, die jetzt gerade kommt, das finden wir selber so, dass wir uns auch gerne als Teil davon fühlen, auf jeden Fall. Woher rührt euer Faible für Fashion? Gab es da irgendeinen Initiationsmoment, irgendein besonderes Kleidungsstück, das einer von euch mal irgendwo im Laden gesehen hat, in der Auslage bei einer Show und dann gesagt hat, okay, das macht mehr mit mir als Kleidung, die ich normalerweise im Kaufhaus als kleines Kind angezogen habe? Nee, eigentlich nicht. Also es sind gewachsene Interessen einfach, wir sind viel damit in Kontakt und umgibt uns regelmäßig und ständig. Daher ist es einfach ein Interesse von uns, wie für andere Fußball oder Basketball. Ist das eins von den Dingen, die das Leben so ein bisschen süßer machen. Ist Kunst auch eine Sache, die das Leben süßer macht? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Gibt es da spezielle Künstler, von denen ihr sagt, die inspirieren uns oder die sind eine Art Maßstab, den wir an unsere eigene Kunst anlegen? Also es ist immer so, wenn wir irgendwas feiern, deswegen jetzt auch die kurze Beantwortung von der Fashion-Frage, wenn wir irgendwas feiern, dann wir legen sehr viel Wert darauf in unserer Musik und in allem, was wir machen, sind wir sehr involviert und sehr detailverliebt und geben uns da sehr viel Mühe damit. Und das ist dann erkennbar in dem, was wir künstlerisch machen. Und Kunst ist für uns auch keine, da kann man verschiedene Meinungen dazu haben. Also Kunst ist für uns kein, was es für viele Leute ist, ein links, rechts nehmen und etwas Neues daraus bauen. Der Strömung gehören wir nicht an. Also unterbewusste Beeinflussung und sowas gibt es bestimmt immer. Also es gibt keine Kunst, es gibt keinen Künstler, dem wir nacheifern oder wo wir sagen, wir würden gerne visuell als auch in der Musik irgendwas machen, was wir an anderer Stelle sehen und das gerne auf Deutsch oder sonst irgendwas machen wollen würden. So. Also das sehen wir so gar nicht. Deswegen hätten wir eine Quelle, auf die irgendein Schaffen von uns direkt zurückzuführen wäre, dann würden wir es verwerfen. Warum seid ihr Depeche Mode in Jung? Ja, mein Vater hat das gesagt. Liebe Grüße an meinen Vater. Und ja, daher ist es dann auch so. Und wenn er das sagt, dann ist das so. Safe, 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 safe. Ist er auch derjenige, der euch Queen näher gebracht hat? Bestimmt. Das sind ja auch keine bewussten Prozesse, die da stattfinden. Also wie ich gerade schon gesagt habe, zu den Beeinflussungen und so, die gibt es bestimmt immer. Und meistens gibt es da aber ja keine ausschlaggebenden Momente, ab wo man dann Queen hört oder das erste Fashion Piece oder sonstiges. Also das sind seit der Kindheit Ikonen. Was aber nicht heißt, dass wir so sein wollen oder sonst irgendwas. Einfach was geil ist so. Ja. Das Spektrum ist auch einfach viel zu weit, als dass man sich auf konkrete Sachen beschränken könnte. Es ist eine sehr, sehr große Anzahl an Künstlern etc., die einen inspirieren. Und man saugt alles unterbewusst auf im Endeffekt. Und alles formt auch den Charakter, alles formt auch das eigene Ich. Ja, aus allen Richtungen halt auch. Genau. Also man muss kein Kunstschaffender sein, um zu inspirieren, ganz im Gegenteil. Und daher sind es keine bewussten Momente, die man dann erlebt, sondern es muss niemand Kunst machen. Wir können irgendwo auf der Welt sein und man sieht irgendwas, vielleicht nimmt man es gar nicht wahr und das fließt irgendwo ein. Sobald wir aber wissen, das war
das war das, dann ist es nicht mehr unseres. Ja. Dann wird das auch streng aussortiert. Was ist so spannend am Spiel mit der Identität? Ja, was ist Identität? Das ist wieder eine philosophische Frage. Aber wer die bist Frage du? sollte man davor wer noch bin ich? stellen. Wer ist Kaffa? Ja. Was ist Identität? Wir sind hier und wir sind alles und wir sind nichts. Wünscht ihr euch denn, dass der Hörer sich genau diese Fragen stellt, wenn er eure Musik hört? Ein Wunsch ist das nicht, also ein Wunsch ist das nicht. Das ist eher das Endresultat wieder. So, wir machen das Ganze nicht, um unsere Identität zu verschleiern. Wir machen das Ganze nicht, um ein großes Spiel um uns zu machen. Das würde man, glaube ich, auch anders angehen. Das ist eher so das Resultat, so der Endverbraucher, die Janos, die Passengers, die Leute, die uns hören, die stellen sich diese Fragen. Und wir können das verstehen, aber es hat für uns keinen hohen Stellenwert. So, Aber es gibt, um die konkret nochmal drauf auf die Frage zu gehen, es gibt kein Spiel mit irgendeiner Identität, weil es gibt keine Identität. Wir sind hier, wir reden mit dir, wir sind wieder weg. Waren wir da, waren wir nicht da? Da soll niemand irgendwas denken, sondern wir probieren nur über die Kunst, losgelöst von Influencer-Dasein, von Aussehen, von irgendwas. Deswegen sind wir ja auch selber, sind ja unsere Gesichter zensiert. Also ein Spiel gibt's nicht. Wir machen das so und das Ziel ist offen. Verstehe. Dickicht ist ja nun gerade erschienen. Was plant ihr denn noch für dieses Jahr? Macht ihr überhaupt Pläne? Es kommt immer darauf an, was dabei rumkommt. Also wir sind einigermaßen beschäftigt, immer so, würde ich mal sagen. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir machen es so, wie es kommt. Also für uns ist Musik machen und alles andere, was wir drumherum planen und machen, ist kein Arbeitsprozess. Also für uns ist es wirklich nur eine Verwirklichung von Sachen, die wir uns gerade vorstellen, in dem Moment, wo wir da Lust drauf haben, das zu machen. Daher gibt es wir nehmen auch in keinen Studios auf, es gibt kein täglich, wir müssen irgendwas machen, um irgendwas fertig zu kriegen. Wenn irgendwas passiert, dann kommt es irgendwann raus. Aber ihr habt jetzt auch eure erste richtige Show geplant. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen oder was kann man da erwarten? Ja, Es wird groß. ja, es wird anders, wird groß, wird, denke ich, viel Spaß machen. Und so viel wollen wir dazu auch noch nicht sagen. Sonst wäre es auch nicht von uns erwartbar, wenn wir zu viel dazu sagten. Ja, verstehe. Gibt es denn einen bestimmten Anspruch, den ihr daran habt, an diese Show, wo ihr sagt, okay, das wollen wir damit erreichen, wir wollen die Leute mit in unsere Welt hineinnehmen und das machen wir so und so? Oder wollt ihr da noch gar nichts drüber erzählen? Och, doch, können wir schon. Wir freuen uns immer, wenn Leute in unsere Welt kommen und sich damit anfreunden können. Und wir probieren, was wir können, um das ohne uns selber einzuschränken auch zu ermöglichen. Und ich denke, das haben wir auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Und ja, es muss erlebbar werden. Weil unsere Musik ist so für die meisten Leute so andersartig und für das allgemeine die allgemeine Hörgewohnheit so konträr, dass auf das erste Hören eigentlich niemand direkt Zugang dazu findet. Was aber auch was ist, was wir wollen. Was aber jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht oder in einem Mainstream-musikalischen Erfolg, das ist nicht das Ziel. Aber wir wollen
über einen längeren, beschwerlicheren Weg Leuten andere Facetten und ein ganz anderes Erlebnis in unserer Welt von Musik und allem, was dazu gehört, zeigen. Und das haben wir, denke ich, ganz gut gemacht jetzt. Wie diese Facetten zum Teil eben aussehen, das kann man dann in eurer ersten eigenen Show sich anschauen. Ich danke euch sehr, dass ihr mir einen kleinen Einblick gegeben habt. Gerne. Dankeschön. Danke dir, Jan. Das war eine neue Folge Rap Talk. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.